Woran man merkt, dass der Regierung der Kackstift geht, die fangen dann immer an, für das Volk zu regieren. Plötzlich hören sie auf das Volk, denn es ist nun mal so. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass eine Mehrheit der Deutschen für striktere Maßnahmen an den Grenzen eintritt. Und für alle, die jetzt Robert Habecks Mathekurs besucht haben, die Mehrheit, das sind die meisten. Besonders ältere Menschen befürworten härtere Regeln im Umgang mit irregulärer Migration. Man sagt auch, im Alter kommt die Weisheit. Von den 2126 Befragten sprachen sich 71% für direkte Zurückweisungen an der Grenze aus. Mich hat zwar keiner gefragt, aber ich bin auch dafür. 88% der Teilnehmer fordern zudem mehr Abschiebungen von Personen ohne Bleiberecht in Deutschland, während 11% dagegen sind. 11%? Das muss die letzte Bastion der Ampelparteien sein. Besonders hoch ist die Zustimmung bei den über 60-Jährigen mit über 95%, während 68% der 18- bis 39-Jährigen ebenfalls dafür sind. Oh, wer hätte das gedacht? Ich dachte, die Weisheit kommt immer erst im Alter. Da hat doch die AfD wieder seine Finger im Spiel. Und Putin, der Orban und der Trump. Aber nicht Venezuela. Venezuela ist nicht dabei. Ein Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland zeigte sich bei dieser Frage nicht. Was? Das kann doch gar nicht sein. Alarm! Fehlinformation! Da müssen wir auf jeden Fall sofort die Hanna hinschicken. Da hat doch bestimmt die AfD die ganzen Lehrer mit Rechtsradikalen ausgetauscht. Und schon schicken sie ihre Staatsmedien los, die euch einreden sollen, dass das überhaupt nicht möglich ist. Dauerhafte Grenzkontrollen? So ein Humbug. Hier zum Beispiel, der Spiegel. Stellt euch vor, ihr kommt aus dem Urlaub und wollt von einem Nachbarland aus wieder nach Deutschland einreisen. An der Grenze staut sich der Verkehr, da stehen Bundespolizisten und durchsuchen Fahrzeuge. Sie sollen Menschen rausfiltern, die hier Asyl beantragen wollen und sie noch an der Grenze stoppen. Ja, das hört sich doch gut an. So sollten wir es machen. Das ist ein Szenario, das sich Union und AfD aktuell wünschen, eine Maximalforderung. Nein, das wünscht sich eigentlich nur die AfD. Über die CDU reden wir gleich noch. Aber was die Bundesregierung beschlossen hat, das ist nicht in allen Bereichen so weit davon entfernt. Das halte ich aber für ein Gerücht. Pass auf, jetzt fangen die erst richtig an. So sah es aus an den deutschen Grenzen im Juni und Juli während der EM. Kontrollen wie früher. Und so sollte es in Zukunft immer aussehen. Kontrollen, wie früher. Ein Vorbild jetzt auch für die Bundesinnenministerin. Solche Kontrollen soll es ab kommender Woche wieder geben. Keine gute Idee finden die niederländischen Mitarbeiter des Grenzinfopunktes in Kleve. Da mussten sie bestimmt lange suchen, um diesen einen Niederländer zu finden, der das genauso sieht wie sie selbst. Die gemeinsame Grenze wird doch täglich überschritten von 40.000, 50.000 Menschen, die für ihre Arbeit im Nachbarland arbeiten, aber auch studieren oder wohnen im Nachbarland. Es gibt sehr viel Grenzverkehr von Grenzpendler und Grenzgänger. Ja, und das gab's ja früher gar nicht. Früher saßen wir immer nur hier vor der Grenze und haben gedacht, ich wäre so gern mal in den Niederlanden. Aber da muss ich ja 2 Stunden in der Schlange stehen. 8 Stunden für ein iPhone anstehen, ja, das ist okay. Aber für die Sicherheit? Das geht nicht. Deutschland profitiert vom Handel mit ganz Europa und der ganzen Welt. Penibel ausgearbeitete Logistikketten durch Grenzkontrollen zu unterbrechen, nur um einige illegal Einreisende zu finden, sei für die Wirtschaft fatal. Nur um ein paar illegal Einreisende zu finden. Könnt ihr euch noch an die Grenzkontrollen während der EM erinnern? Ein paar illegal Einreisende, sagen sie. Für die Wirtschaft zählt in erster Linie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Und wenn die regelmäßig einplanen müssen, dass sie dort Zeitverluste haben, und wenn es nur an einem Tag in der Woche ist, planen die den für jeden Tag ein. Und das heißt zusätzliche Fahrer, zusätzliche Fahrzeuge und erheblich mehr Kosten. Also ich erinnere mich da mal an die Corinna-Zeit. Da war das egal, ne? Lieferketten und so ein Zeug. Kosten, die am Ende wir alle bezahlen. Ihr wisst, ich bin ja kein Experte. Aber ich glaube, die Kosten, die entstehen, wenn man sie alle durchlässt, sind exorbitant höher
als das, was die hier gerade beklagen. Aufwendig zu kontrollieren war schon während der Europameisterschaft für die Polizei nur mit außergewöhnlichen Maßnahmen möglich. Urlaubssperre, Beamte aus der Verwaltung wurden an die Grenzen geschickt. Dauerhaft sei das nicht zu leisten. 3 Jahre lang hat man Kinder auf Rodelbahnen gejagt, die ihre Maske nicht hier, sondern hier getragen haben. Erinnert ihr euch noch? Oder habt ihr das schon wieder vergessen? Was sind denn die Forderungen der Politik? Wenn man der Politik fordert, wir wollen die unerlaubte Migration stoppen, dann kann man das auch ohne 24/7 Kontrollen an Grenzübergängen. Weil dafür haben wir die Schleierfahndung und dafür haben wir Fahndungsmöglichkeiten. Ja, und die sind so gut, dass man fast alle Mörder zumindest schon mal registriert hat. Und die sind so erfolgreich, dass man sich vor Arbeit kaum retten kann. An den Grenzen im Osten und im Süden gibt es ohnehin Kontrollen noch bis zum Jahresende. Das hatte die Bundesinnenministerin so angeordnet. Und da frage ich mich doch, habt ihr noch Bananen da drüben? Oder ist bei euch die Infrastruktur schon total zusammengebrochen? Oder nur die eine Brücke? An der Grenze zu Frankreich wurde während der Olympischen Spiele kontrolliert. Und jetzt auch noch dauerhaft die Westgrenze? Lass mich kurz überlegen. Ja. Für uns als Region ist das extrem schwierig. Insbesondere wenn Sie daran denken, die vielen Menschen, die auf deutscher Seite einfach mal zum Einkaufen fahren, die dort ein Stück Kuchen essen wollen, tanken fahren, all dieser kleine Grenzverkehr oder auch, denken Sie an die Weihnachtsmärkte, dann die leben davon, dass die Niederländer zu uns kommen und wir in die Niederlande fahren. Und das hat natürlich Auswirkungen. Ja, der Mann hat recht. Als man damals Grenzkontrollen abgeschafft hat und wir die ersten Niederländer gesehen haben, da war ich noch ein Kind. Da dachten wir, mein Gott, die sehen ja aus wie wir. Allein die Grenze zu den Niederlanden ist gut 300 Kilometer lang. Komplett dicht zu machen ist völlig unmöglich, was auch die Politik wisse, so Politikwissenschaftler Achim Görres. Aber zum einen gibt es bald wieder Wahlen. Und jetzt erklärt euch hier dieser Experte mal, warum ihr eigentlich nur denkt, dass ihr die Grenzkontrollen haben wollt. Zum anderen haben wir eine aufgeheizte öffentliche Meinung, bei der sehr viele Leute, wenn man sie einfach fragt, bist du für dauerhafte Grenzkontrollen, ja sagen. Und in so einer Gemengelage von Kurzfristigkeit, die auch angetrieben ist durch Angst bei der Bevölkerung, ist das eine Kurzschlussreaktion und ein Kurzschlussangebot, um das Thema irgendwie zu behandeln, um irgendetwas zeigen zu können. Ist eine Kurzschlussreaktion, weil das ja auch erst seit kurzem so ist, sagt dieser Kurze hier zumindest. Und eigentlich müsst ihr nur mal kurz abwarten, dann wird alles wieder gut. Über kurz oder lang natürlich. Und damit sind nicht die zwei hier gemeint. Kurz über lang. Nimm die Bilder aus meinem Kopf. Und hier mal ein kleines Beispiel, wie ernst es der Bundesregierung ist und warum man der CDU kein Wort glauben sollte. Statt Bett, Brot und Seife gibt's offenbar gute Hinweise, wie man sich als abgelehnter Asylbewerber in Deutschland halten kann, ganz offiziell auf einer Seite gefördert von der Regierung. Das ist ja interessant. Aber das richtig Interessante, das kommt jetzt noch. Zeigen Recherchen der Bild. Auf einem Portal wird darauf hingewiesen, dass ohne Pass nicht abgeschoben werden könne oder auch ein vermisstes Kind Aufschub gewähren könnte. Gefördert wird das Projekt von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration. Das ist übrigens die hier. Falls ihr Sorgen, Nöte oder Anträge habt. Aber bereits die CDU-geführte Vorgängerregierung hatte Mittel für das Portal bereitgestellt. Woran man mal wieder erkennt, dass egal wer in Deutschland regiert, den Kurs, den gibt irgendjemand anderes vor. Und das war ja der erste Teil quasi von meinem großen Zweiteiler. Denn morgen, wenn die Grenzkontrollen hier im Westen auch starten, mache ich mich auf zur niederländischen Grenze, fahre rüber und versuche dann illegal wieder einzureisen. Freunde, wir sehen uns morgen. Bis dahin.